Herzlich willkommen bei unserem heutigen Podcast. Mein Name ist Regina Thelen. Ich bin Marketing-Kommunikationsmanager bei Huber & Suhner. Wir möchten mit diesem Podcast gerne informieren, nicht nur über unsere Produkte, über unsere Technologie, sondern wir möchten auch gerne zukünftig die Leute behind the scenes halt mal vorstellen. Und heute habe ich mir einen besonderen Gast eingeladen, meinen lieben Kollegen Lars Barmann. Hallo Lars. Hallo Regina, schön dich zu sehen. Lars ist Sales Manager speziell für den Bereich FTTH, Fiber to the Home, und er möchte uns heute einiges über FTTH, über Glasfaseranschlüsse und über ein spezielles Produkt aus unserem Portfolio erzählen. Lars, stell dich doch bitte mal vor. Ja, gerne Regina. Ja, ganz lieben Dank für die Einladung nochmal. Ja, mein Name ist Lars Barmann. Der eine oder andere kennt mich vielleicht schon von Messen und Konferenzen. Ich bin seit 12 Jahren bei der Huber & Suhner, ehemals B-Kartell, jetzt Huber & Suhner. Mittlerweile aber schon seit 25 Jahren, also ein Vierteljahrhundert in der Telekommunikation, also ich sag mal immer einen alten Fuchs, ne? Und groß geworden bei verschiedenen Herstellern, seinerzeit im Bereich Kupfernetzwerke, aber seit 20 Jahren mit der Glasfaser unterwegs. Und ja, genau, hier bei Huber & Suhner bekleide ich die Position des Application Sales Engineers oder auch Sales Manager genannt für FTTX-Produkte. Dazu gehört die komplette Bandbreite vom optischen Transportnetz bis hin zum Medienkonverter. Alles das, was wir im Portfolio haben. Super, ich freue mich, dass du hier bist. Ja, gerne. Aber jetzt sag mir mal ganz ehrlich, was ist ein FTTH-Anschluss und was gehört alles dazu? Ja, ein FTTH-Anschluss ist eigentlich der Netzabschluss im Haus, in der Wohnung, im Kelleraufgang, dort, wo nachher die Glasfaser rausschaut und wo es dann in die Wohnungsverteilung geht. Okay. Und wie kommt das Signal erstmal überhaupt dahin? Das heißt, Glasfaseranschlüsse kennen wir ja. Das ist ja diese schöne, dünne Faser, die überall schön verlegt wird, ne? Und die guckt dann auch irgendwo aus der Wand raus. Aber wie kommt das Signal dann wirklich dahin? Gut, wenn also die Glasfaser verlegt ist von A nach B, dann braucht man natürlich irgendetwas, um das Licht dann da durchzuschicken. Ne? Also nur die optische Übertragung ist richtig, das ganz genau, die optische Übertragung. So ist die Glasfaser natürlich duster. Da ist dann kein Leben drin, da muss natürlich Licht rein. Das Licht ist ja letzten Endes das Medium, was die Informationen dann auch von A nach B trägt. Ja. Sogenannte Wellenlängen, Lichtwellenlängen. Und das muss natürlich erstmal dann alles initiiert werden. Gut, und wir bieten ja bei Huber & Suhner viele Produkte speziell für Glasfaseranschlüsse an. Kannst du uns darüber was erzählen? Ja, also ich würde sogar noch mal ein bisschen weiter ausholen. Wir haben natürlich auf der einen Seite den Glasfaseranschluss. Ich sage immer, das ist dann der Abschluss bei Oma Erna in eine Wohnung. Wir haben natürlich auf der anderen Seite auch noch wesentlich mehr Produkte, die wir dann in dieses Netz mit reinbringen. Hier natürlich speziell mit dem Fokus auf TV-Übertragung. Jetzt hat natürlich der eine oder andere spitze Ohren bekommen. Habe ich doch alles, läuft über Internet. Nee, wir machen es anders. Wir machen es so, dass es auch ohne Internet läuft, aber trotzdem über die Glasfaser geht. Aha. Ja, und zwar musst du dir so vorstellen, irgendwo wird das Signal vom Satelliten eingefangen. Dann kommt einer unserer Kopfstellenprodukte dazu, was dann das Signal aufbereitet. Danach haben wir dann Produkte als optische Sender. Dort wird das Signal dann elektrisch auf optisch umgewandelt. Und danach geht es dann ins Feld. Dort sitzt einer unserer Verstärker, der das Signal verstärkt, damit es auf die Strecke geht. Dann ist da vielleicht noch ein Splitter von uns dazwischen, der teilt das Signal auf. Und am Ende, da kommt dann unser Medienkonverter, unser FTTH-Netzabschluss, unsere X-On. Und dort wird dann das optische Signal wieder umgewandelt in ein elektrisches Signal, in ein, ich sage es mal, Nutzsignal, so dass ich dann dahinter einen Router setzen kann oder dass ich das TV-Signal elektrisch auskopple, damit ich dann einfach, oder nicht ich, aber damit dann der Kunde, der Teilnehmer, dann sein Fernsehgerät, beliebig viele, dahinter hängen kann, um ganz normal Linear-TV zu gucken. Und das ganz Besondere ist, das hänge ich jetzt mal oben drauf, dann habe ich auch gleich keine Luft mehr bei meinem langen Satz, ein kleiner Scherz. Das Ganze geht dann auch ohne, dass der Netzbetreiber Bandbreite verliert. Ah, das ist aber interessant. Das heißt also, wir kennen das ja alle, wenn viele im Haus oder in der Umgebung halt Internet nutzen, der eine guckt einen Film, der andere spielt online und so weiter, dann merkt man auf einmal, dass das Internet immer langsamer wird. Und das hat man dann bei dieser separaten TV-Übertragung nicht. Das heißt also, ja, das beeinflusst sich nicht gegenseitig. Ganz genau. Und zwar nutzen wir zwei verschiedene Wellenlängen oder sagen wir mal sogar drei. Wir haben einmal die Wellenlängen für Up- und Download. Das ist also klassisch das IP-Signal. Und wir haben einmal eine Wellenlänge auf der Glasfaser für das Fernsehsignal. Beide laufen unabhängig.
Ist also mal das Internet unten. Gut, wenn das Kabel durchgackt, ist das Glasfaserkabel ist komplett duster. Aber ist einmal das Internet ausgefallen, läuft die TV-Übertragung ohne weiteres weiter, weil sie über ein eigenes Übertragungsmedium läuft. Und dann wahrscheinlich auch noch in einer besseren Qualität als... Ja, also die Qualität ist endlos, weil es wird ja keine Bandbreite benötigt. Ja, genau. Also 4K, 8K, 16K, was auch immer noch dahinter kommen mag, ist es alles möglich, es ist zukunftssicher und man hat nur eine einmalige Installation und nutzt dieselbe Glasfaser, über die auch die Daten laufen. Das ist interessant. Gut, dann stell uns doch mal bitte das eine Produkt vor, was du jetzt aus unserem ganzen Portfolio rausgepickt hast. Genau. Ich habe einmal die Rosinen sozusagen rausgepickt. Das ist unser X-On Medienkonverter. Ein einmaliges, oder ich finde einmaliges und sehr schönes Produktdesign in Optik und in Haptik. Da haben wir auch 2014 für den Red Dot Award bekommen. Das ist also eine wirklich sehr, sehr große Auszeichnung, den Industriepreis. Dieser Medienkonverter ist ein modulares System. Der setzt sich einmal zusammen aus dem Wandgehäuse, der X-On 30W. Die kann man aufklappen. Und da drin wird dann die X-On-Kassette eingeschoben. Die X-On-Kassette ist beliebig austauschbar. Wir haben also ein breites Portfolio an verschiedenen Medienkonverter-Kassetten. Da haben wir die X-On 30W Wandhalterung. Die ist auch gleichzeitig Fasermanagement und Aufnahme für die Steckmodule für die Medienkonverter. Das Ganze klappen wir mal auf. Hierhinter befindet sich die Spleißkassette. Dort wird die Glasfaser abgelegt. Und zwar können bis zu 6 Glasfasern abgelegt werden. Das entspricht den Vorgaben des geförderten Breitbandausbaus. Somit können also auch Netzbetreiber, die sich von öffentlichen Geldern die Netze finanzieren, den Ausbau finanzieren, hier auch diesen Medienkonverter einsetzen. Die Abmaße sind einer Standardspleißkassette nachempfunden, so dass derjenige, der mitarbeitet, kein gelernter Uhrmacher sein braucht, sondern ganz normal seine Arbeiten mit vorführen kann. Ist die Kassette einmal installiert, haben wir sozusagen einen passiven Glasfasernetzabschluss in der Wohnung. Das kann erstmal so bleiben. Im zweiten Schritt kommt dann der Endkunde und sagt, mein lieber Netzbetreiber, ich hätte gern Internet. Dann bekommt der Kunde so ein Steckmodul zugeschickt. Das ist unser X-On 1300 mit 4x Gigabit Ethernet und optischem TV-Wandler, sodass auch hier neben Internet das TV-Signal ausgekoppelt wird. Ich sehe nämlich auch, da ist genau der gleiche Anschluss dran, den auch meine TV-Dose hat. Ganz genau, ganz genau. Das ist der ganz normale elektrische TV-Ausgang. Hier können nachher beliebig viele Fernsehgeräte, so viel wie halt in der Wohnung vorhanden sind, hinter angeschlossen werden, ohne dass aber auch nur 1 Gramm Bandbreite dem Netzbetreiber verloren geht. So, Folgendes passiert dann. Einfach Deckel aufmachen, die Kassette wird eingesteckt, zugemacht, Strom angeschlossen und schon steht die Datenverbindung und die Fernsehverbindung über Glasfaser. Das heißt aber auch, ich sehe ja hier, du hast 2 verschiedene Modelle. Es gibt auch verschiedene Möglichkeiten, wie man dieses Modul halt programmiert. Also mit TV, ohne TV, je nachdem, wie der Netzbetreiber das zur Verfügung stellen will oder auch, was die Kunden sich gerne haben möchten. Genau. Also es ist so, es gibt ja nun verschiedene Technologien. Wir haben einmal die Punkt-zu-Punkt-Technologie, wir haben einmal die Punkt-zu-Multipunkt-Technologie. Das ist dann, in der Regel sind das dann XGS-PON-Varianten bis zu 10 Gigabit. Kann natürlich auch Punkt-zu-Punkt 10 Gigabit sein. Wo ich aber darauf hinaus will, ist einmal die Wandhalterung installiert, kann jedes Technologie-Upgrade, jeder Technologiewechsel durch einen einfachen Wechsel der Kassette gemacht werden. Das alte Modul raus, das neue Modul rein. Und schon steht eine neue Technologie oder eine neue Ausstattung zur Verfügung. Und das kann der Endkunde selber machen in seiner Wohnung? Ganz genau, Regina. Ohne dass dafür ein Installateur reinkommt? Ganz genau, Regina. Das kann der Endkunde selber machen. Wir haben jetzt 2 Effekte. Einmal spart der Netzbetreiber Investitionskosten, also CAPEX, indem nur einmalig eine Anschaffung stattfindet. Und er spart gleichermaßen aber auch die OPEX, also die Betriebskosten. Weil es muss nur einmal ein Servicemechaniker raus, der einmal die Wandbox installiert. Und danach kann es dann auch der Endkunde, sofern es denn möchte, selber walten und schalten, sprich die Module wechseln. Er kommt nicht mit der Faser in Berührung. Das ist alles so geregelt, dass er wirklich nur die Klappe aufmacht, die Klappe wieder zumacht, natürlich das Modul tauscht oder einsteckt und dann funktioniert das Ganze. Das hört sich mega interessant an für mich. Ich muss mal mit meinem Netzbetreiber reden. Ich hätte gerne auch einen Glasfaseranschluss bei mir zu Hause. Tja, da müssen wir, glaube ich,
doch noch einige mitreden, denn so viele Glasfaseranschlüsse haben wir ja nicht, zumindest nicht so viele aktive. Das ist leider Gottes so, ja. Obwohl die Netzanbieter heutzutage wirklich sehr darauf bedacht sind, wirklich so viele Haushalte wie möglich ans Netz zu bringen. Aber es ist schon Musik. Es hängt ganz schön hinterher. Es ist aber trotzdem schon Musik im Kern. Wir haben eine Vielzahl an Netzbetreibern in Deutschland, die also auf dieses bewährte System setzen. Heute wie aber auch zukünftig, weil wir reden auch von Standzeiten mit 10 Jahren plus für diese Lösung. Und ich denke mal, das ist schon fast einmalig oder ist einmalig. Und das ist auch einer der ganz großen Mehrwerte, die wir haben. Auf jeden Fall ein sehr schönes Produkt, ein sehr interessantes Produkt und auch ein ganz interessanter Vortrag von dir. Lars, ja, danke, ganz lieben Dank, dass du da gewesen bist. Gerne. Meine lieben Zuschauer, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wir werden in Zukunft gerne weiter solche Podcasts machen. Wenn Sie Informationen brauchen oder vielleicht eine Anregung haben oder eine Frage, dann schicken Sie uns die einfach. Wir werden auf jeden Fall Lars' Kontaktdaten mit an diesem Video anhängen und wir werden natürlich auch einen direkten Link zu unserer Webseite machen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.